Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Nachdem Sven seine Liste vorgestellt hat, kommt nun meine. Anders als Sven habe ich bei dieser Liste nicht nur einfließen lassen, wie gut die Filme an sich waren, sondern auch wie bedeutend sie zur damaligen Zeit waren. Auf Platz 10 ist Pacific Rim. Der Film erschien im Juli 2013 in den Kinos. Godzilla Final Wars erschien in Deutschland im Jahr 2005 und seitdem saß man als deutscher Kaiju-Fan auf dem Trockenen. Doch nicht nur für die deutschen Fans war der Film ein willkommener Nachschub, sondern auch weltweit kam der Film gut an. Im Film selbst geht es um gigantische Monster, die aus einem interdimensionalen Portal auf den Grund des Pazifiks auftauchen und nun die Menschheit bedrohen. Und um sie zu bekämpfen, werden riesige Kampfroboter namens Jäger entwickelt, die von zwei mental verbundenen Piloten gesteuert werden. Der abgehalfterte Pilot Rayleigh Beckett kehrt in den aktiven Dienst zurück, um mit der jungen Kämpferin Mako Mori ein letztes Aufgebot gegen die Kaiju anzuführen. Während die Angriffe immer stärker werden, entdeckt das Team, dass das Portal im Meer zerstört werden muss, um die Invasion zu beenden. In einer finalen Selbstopferung gelingt es ihnen, das Portal zu verschließen und die Erde vor der völligen Vernichtung zu retten. Für mich ist der Film einer der Gründe, warum das spätere Monsterverse nicht gescheitert ist und von daher bei mir auf Platz 10. Auf Platz 9 befindet sich Kong Skull Island. Nachdem Godzilla von 2014 nur gemischte Reaktionen hervorgerufen hat, ist dieser im Jahr 2017 erschienene Film ein zweiter Grund, warum das Monsterverse nicht gescheitert ist. In Kong Skull Island wird die Expedition in den 1970er Jahren gestartet, um eine mysteriöse, unentdeckte Insel im Pazifik zu erforschen. Wissenschaftler, Soldaten und Abenteurer entdecken dort eine gefährliche Welt voller monströser Kreaturen und den riesigen Affenkönig Kong, der als Beschützer des natürlichen Gleichgewichts der Insel gilt. Als die militärische Einheit Kong provoziert, kommt es zu einem gewaltigen Kampf, bei dem viele Expeditionsteilnehmer sterben. Währenddessen erkennen einige Überlebende, dass Kong nicht das eigentliche Monster ist, sondern die Insel von einer schlimmeren Kreaturen, den sogenannten Skullcrawlern, schützt. Am Ende gelingt wenigen die Flucht, während Kong als letzter Wächter seiner Welt auf Skull Island zurückbleibt. Der Film war technisch auf dem neuesten Stand und überzeugte mit einer spannenden Geschichte. Auch kann man ihn durchaus mit den Werken von Honda vergleichen, dennoch hier haben wir die typische Botschaft vom Frieden zwischen den Völkern und wahrscheinlich jeder hat sich gefreut, dass Hank Marlowe am Abspann sein Happy End bekommen hat. Dass man so mit einem der Charaktere mitfiebert, schaffen heutzutage nicht mehr viele Filme. Auf dem 8. Platz landet erneut ein King Kong Film, und zwar das Original von 1933. Kong, das 8. Wunder der Welt! In Deutschland unter dem Titel King Kong und die weiße Frau erschienen, ist dieser Film wohl die Mutter aller Kaiju-Filme. Im Film entdeckt ein Forscherteam eine abgelegene Insel, auf der riesige Dinosaurier und der gewaltige Gorilla King Kong leben. Die Schauspielerin Ann Darrow wird von Kong entführt und der Gorilla zeigt überraschend sanfte Züge und eine Bindung zu ihr. Das Team versucht Kong einzufangen und ihn nach New York zu bringen. Dies gelingt ihnen auch und in der Großstadt gerät Kong außer Kontrolle und richtet Chaos an, während er Ann beschützen will. Am Ende stirbt Kong tragisch, als er vom Empire State Building fällt, nachdem er von Flugzeugen angegriffen wurde. Auch wenn es zuvor schon Monsterfilme wie die Verfilmung von The Lost World von Sir Arthur Conan Doyle gab, so war dieser Film damals eine absolute Sensation. Und zudem träumte ein gewisser Eiji Tsuburaya nach dem Kinobesuch davon, selber einen solchen Film zu drehen. Ein Wunsch, den er sich später erfüllen sollte. Auf Platz 7 folgt Gamera gegen Barugon, Frankensteins Drache aus dem Dschungel. Wie früher in Deutschland betitelt, Godzilla, der Drache aus dem Dschungel. Dies ist für mich der beste Teil der Gamera-Showa-Ära und auch allgemein einer der besten Kaiju-Filme dieser Zeit. Der Vorgänger, der ein Jahr zuvor erschien, hatte gemischte Kritiken und so versuchte das Studio Daiei im Jahr 1966 eine Großoffensive auf dem Kaiju-Markt. Im Film geht es um einen ehemaligen Soldaten, der während des Zweiten Weltkrieges einen riesigen Opal versteckt hat. Er heuert eine Gruppe an, um diesen Opal zu bergen. Auf der Rückfahrt stellt sich jedoch heraus, dass es sich dabei nicht um ein Opal handelt, sondern um ein Ei. Aus diesem Ei schlüpft Barugon und beginnt die Städte Kobe und Osaka zu zerstören. Gamera kommt aus dem All zurück und nachdem er im ersten Kampf verloren hat, kann er im zweiten Kampf den Sieg erringen. Dass dieser Film ein für damalige Verhältnisse großes Budget hatte, merkt man dem Film an. Die Kostüme sind nicht die besten, aber die Modellbauten und Effekte sind nahezu perfekt. Der Film sorgte dafür, dass sich Gamera in der Filmlandschaft etablieren konnte. Auf den 6. Platz hat es Godzilla Final Wars geschafft. Der Film erschien 2004 und sorgt bis heute für gemischte Reaktionen bei den Fans.
Im Film tauchen plötzlich außerirdische Wesen, die Xiliens, auf der Erde auf und wollen eine friedliche Koexistenz. Als Zeichen ihres guten Willens sammeln sie alle bekannten Kaiju ein und versiegeln sie. Erst später stellt sich heraus, dass sie Doppelgänger platziert haben und die Erde unterwerfen wollen. Die G-Force plant den Widerstand und erweckt Godzilla. Während die Menschen gegen die Xiliens kämpfen, kämpft Godzilla gegen die unter der Kontrolle stehenden Kaiju. Zum Schluss gehen beide aus ihren Kämpfen als Sieger heraus. Der Film selber kam wie gesagt gemischt an, aber sein Einfluss war riesig. Godzilla bekam, nicht nur aufgrund dieses Films, seinen Stern auf dem Walk of Fame und sorgte für Furore. Die Schauspieler waren in mehreren amerikanischen Sendungen und so war der Name Godzilla in aller Munde. Auf dem 5. Platz folgt Godzilla King of the Monsters. Der Film erschien im Jahr 2019 und ist für mich der bisherige Höhepunkt im Monsterverse. Man merkt dem Film einfach an, dass viel Liebe in die Produktion geflossen ist. Der Film setzt an den Ereignissen von Godzilla 2014 an und spielt im Jahr 2019. Viele sind dafür, dass Godzilla und alle anderen Titanen ausgerottet werden sollten. Die wissenschaftliche Organisation Monarch jedoch hält Godzilla und einige andere Titanen für wohlwollend und ist gegen ihre Tötung. Als der Ökoterrorist Alan Jonah und seine Männer den Orca, ein Sonargerät, das zur Kommunikation mit Titanen entwickelt wurde, stehlen, verfolgt Monarch die Terroristen zum Außenposten 32 in der Antarktis, der Ruhestätte des kolossalen Monster Zeros. Sie können die Entfesselung von Monster Zero nicht verhindern, woraufhin der dreiköpfige Titan viele der anderen schlafenden Titanen rund um den Globus erweckt und sie seinem Willen unterwirft. Godzilla schafft es letztendlich, Ghidorah zu besiegen und die anderen Titanen unterwerfen sich ihm. Wie bereits erwähnt, floss viel Liebe in die Produktion und so gibt es immer wieder Anspielungen an ältere Filme des Genres. So sind zum Beispiel die Außenposten von Rodan und Mothra nach dem Erscheinungsjahr ihres ersten Filmes benannt. Der Film ist ein wahres Fest für alle Fans. Auf den 4. Platz habe ich Gamera, Guardian of the Universe gesetzt. Die Gamera-Fans mussten sich 15 Jahre gedulden, bis 1995 endlich ein neuer Gamera-Film erschien. Und auch das Warten hat sich gelohnt. In dem Film wird die Menschheit durch die Wiedererweckung eines uralten Kaiju, Garus, bedroht, das aus einer versiegelten Höhle in Japan entkommt. Wissenschaftler entdecken, dass nur die legendäre Riesenschildkröte Gamera stark genug ist, um Garus so wie in alten Zeiten zu bekämpfen. Gamera wird herbeigerufen und trifft auf das fliehende Kaiju Garus. Während des Kampfes versuchen die Menschen Gamera zu unterstützen und so zum Sieg zu führen. Schließlich besiegt Gamera Garus, rettet die Erde vor der Vernichtung und bekommt so den Titel als Wächter des Universums. Während Gamera in der Showa-Ära zwar auch schon nicht vor Brutalität zurückschreckte, galten die Filme dennoch immer als kinderfreundlich. Davon ist nun keine Spur mehr. Gamera kommt imposant zurück und dieser Film bildet das Fundament für eine sehr erfolgreiche Trilogie. Auf dem 3. Platz befindet sich Godzilla vs. Destroyer. Der Film erschien ein paar Monate nach Gamera Guardian of the Universe und läutete das vorläufige Ende für Godzilla ein. Und durch den Einsatz des Oxygenzerstörers im ersten Godzilla-Film von 1954 mutierten Tiefseekrebse. Gleichzeitig gerät Godzilla, der durch seine Kernenergie stark instabil geworden ist, kurz vor dem völligen Zusammenbruch. Die Menschheit versucht verzweifelt, sowohl Godzilla als auch Destroyer zu stoppen. Nachdem sich die einzelnen kleinen Destroyers zu einem gewaltigen Kaiju fusionierten, kommt es zuerst zwischen einen Kampf mit Junior. Als dieser unterliegt, kommt Godzilla dazu, um ihn zu retten. Godzilla setzt all seine Kräfte ein und am Ende stirbt Godzilla tragisch, nachdem er Destroyer besiegt hat. Er schafft es noch, Junior wieder zu beleben, bevor er selber schmilzt. Dieser Film war als großes Finale geplant und das merkt man dem Film an. Vom Anfang bis zum Ende ist dieser Film großartig umgesetzt und dass man für den finalen Film nochmal ein Kaiju erschafft, das prinzipiell im ersten Film entstand, rundet die ganze Sache ab. Bei den Plätzen 2 und 1 musste ich wirklich lange überlegen, doch da ich auch den Einfluss der Filme mit einfließen ließ, geht der 2. Platz an Godzilla Minus One. Dieses Reboot des ersten Godzilla-Films ist absolut fantastisch und gespickt mit Anspielungen an vergangene Filme. Der Film ignoriert alle bisherigen Filme und spielt in den Jahren 1945 bis 1947. Der Kamikaze-Pilot Koichi Shikishima fliegt aus Angst zu einer Wartungsinsel und sagt, dass sein Flugzeug defekt ist. In der Nacht greift Godzilla an und aus Feigheit traut er sich nicht, auf Godzilla zu schießen. Und kurz danach endet der Krieg und er kehrt nach Japan zurück, wo er zusammen mit Noriko Oishi und dem Säugling Akiko wohnt und gleichzeitig mit Schuldgefühlen und Traumata kämpft. Und parallel dazu wird das Monster Godzilla durch die radioaktive Verseuchung von Atombombentests mutiert und bedroht das Festland.
Shikishima schließt sich einer Gruppe von Überlebenden an, um gegen Godzilla zu kämpfen und sich seine eigene Vergangenheit zu stellen. Der Film kombiniert Elemente des Kriegsdramas mit klassischen Kaiju-Elementen und thematisiert die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs. Dieser Film ist meiner Meinung nach einer der besten Filme aller Zeiten und das nicht nur im Kaiju-Genre. Egal ob es die Entwicklung der einzelnen Charaktere, die absolut spannende Handlung und das allgemeine Mitfiebern ist, dieser Film wäre mit Sicherheit einer, auf den auch Tanaka, Honda und Co. stolz gewesen wären. Nicht umsonst bekam dieser Film auch einen Oscar, wenn auch nur für die besten Effekte, denn er hätte viel mehr von Nominierungen und auch Siege verdient gehabt. Und auf dem ersten Platz befindet sich der erste Godzilla-Film von 1954, der Vater des Kaiju Ega. In dem Film versinkt in der Nähe von Odo ein Schiff und auch das zweite Schiff, das nach der Besatzung suchen sollte, verschwindet. Daraufhin melden die Reporter, die die Insel besucht haben, dass in der Nacht eine riesige Kreatur auf die Insel kam. Dr. Yamane, seine Tochter Emiko und Ogata untersuchen die Spuren und gemeinsam finden sie Godzilla. Zurück in Japan machen sie ihre Entdeckung öffentlich und die Marine will Godzilla töten. Dies gelingt nicht und Godzilla geht in Tokio an Land. Die Stadt wird zerstört und bei all dem Leid erzählt Emiko Ogata, dass ihr Freund Dr. Seizawa eine neue Waffe entwickelt hat. Zusammen besuchen sie ihn und als er die Fernsehberichte sieht, wird auch er schwach und will seinen Oxygenzerstörer einsetzen. Mit dieser Waffe gelingt der Sieg, doch aus Angst, dass seine Waffe für Verbrechen eingesetzt werden könnte, teilt er freiwillig Godzillas Schicksal. Bei diesem Film merkt man, dass in Japan nach den Atombombenabwürfen die Angst vor Atomwaffen noch immer aktuell war. Godzilla steht dafür als Metapher und auch die allgemeine Kriegserfahrung von Honda sind klar zu erkennen. Die Botschaft am Ende, dass die Menschheit mit Vorsicht die Atomkraft benutzen muss, ist leider bis heute aktuell. Es war Frankenstein.